Hallo und herzlich willkommen zu Veras Blockflötenkanal. Ich bin Vera Petri und gebe euch Tipps zu schönem und gutem Blockflötenspiel. Und in diesem Video möchte ich mit euch mal eine reine Anfänger-Blockflötenstunde inszenieren, falls ihr noch nie Blockflöte gespielt habt. Und es kommen aber auch ein paar Dinge zur Sprache, die sicherlich auch wieder gut sind, sich in Erinnerung zu rufen, wenn man schon eine ganze Weile Blockflöte spielt. Blockflöte zu spielen wird ja manchmal so ein bisschen allgemeinhin belächelt oder gilt als schrill klingend. Da macht euch bitte gar nichts draus. Das kommt nämlich ganz darauf an, wie man Blockflöte spielt. Und genauso wie wenn man jetzt mit Geige anfangen möchte oder irgendeinem anderen Instrument, ist der Anfang schwierig. Und bei der Blockflöte ist es eben nicht so, dass man sie schön spielen kann, wenn man alle Töne spielen kann, was aber gar nicht so einfach ist. Also ich behaupte, der Anfang ist richtig schwer auf der Blockflöte, aber es kommt eben ganz drauf an, wie man das eigentlich von der ersten Stunde schon an angeht. Also erstmal habe ich hier eine Sopran-Blockflöte und hinter mir seht ihr noch andere Blockflöten, Altblockflöten, Tenorblockflöte, Bassblockflöte und noch kleinere Sopranino-Blockflöten. Und das sind alles Blockflöten. Im Prinzip ist egal, womit ihr diese Stunde jetzt heute mitmacht. Allerdings sind alle Blockflöten unterschiedlich gestimmt. Und wenn wir jetzt gleich einen Ton spielen, dann ist das auf der Sopranflöte zum Beispiel der erste, den wir spielen werden, ist das C. Und bei der Altblockflöte wäre das dann entsprechend ein F. Aber vom Prinzip her ist es das Gleiche. Also vielleicht habt ihr auch eine Sopranblockflöte oder eine Tenorblockflöte, die ist auch genauso gestimmt. Oder eben diese nächstgrößere, die Altblockflöte. Meine hat Doppellöcher und barocke Griffweise. Das ist aber für diese erste Blockflötenstunde egal. Wenn ihr jetzt hier keine Doppellöcher habt, auf Dauer würde ich euch barocke Griffweise empfehlen, aber das tut jetzt eigentlich wenig zur Sache. Bevor wir richtig loslegen mit dem Instrument, ist es wichtig, dass ihr gut stabil steht, am besten stehen. Ihr könntet theoretisch auch sitzen, aber ich empfehle euch dringend zu stehen, denn es ist wichtig, dass ihr eine schöne aufrechte Körperhaltung, vor allem auch im Oberkörper habt und dass ihr locker seid, dass ihr schön die Schultern hängen lasst. Und da sind wir gleich beim nächsten Punkt, beim Atem. Wir versuchen jetzt mal zusammen in den Bauch einzuatmen, sodass sich eure Schultern nicht heben beim Atmen. Also wir können das ja gerne mal richtig falsch machen erst, damit ihr das Gegenteil seht. Also ihr atmet mal ein und zieht so richtig doll die Schultern dabei hoch. Das geht auch ohne Geräusch. Und das wollen wir nicht, sondern wir wollen tiefer einatmen. Ihr könnt mal versuchen, dass ihr den Mund offen lasst, locker offen, und dass ihr einatmet mit einer Mundstellung wie bei I und dann direkt die Mundstellung wie bei O. Das wäre dann so. Also die Luft habe ich natürlich wieder rausgelassen jetzt, ja? Also versucht das noch einmal. Also man soll kein Geräusch dabei machen, nicht sprechen, I, O oder sowas, sondern es geht nur um die Mundstellung. Ich habe das auch in einem Video mal ausführlich erklärt, da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr möchtet. Aber wir schauen jetzt mal danach, wie man das Instrument denn hält. Und bevor wir auch immer noch einen Ton spielen, würde ich nämlich vorschlagen, dass wir mal nur das Instrument halten. Und das mache ich, indem ich das Instrument locker auf meine Unterlippe lege. Die ist wie ein Kissen, die lasse ich ganz locker, die Unterlippe. So, und dann seht ihr schon, nehme ich den rechten Daumen, der hinten kein Griffloch hat, der linke Daumen. Ach so, das ist noch eine wichtige Sache natürlich, das muss ich euch erstmal sagen. Wieso hat man links oben und rechts unten? Das ist ganz einfach zu sehen an diesem letzten Loch hier unten.
Das geht nämlich nur zuzumachen mit der rechten Hand. Ja? Es gab vor ein paar hundert Jahren auch Blockflöten, da war das links, beziehungsweise ehrlich gesagt, ich kann meins auch drehen. Aber in der Regel spielt man so rum und bei euren Blockflöten ist das wahrscheinlich auch schon so eingestellt. Oder kann man das gar nicht drehen? Das heißt, daran könnt ihr immer sehen, dass die Hand später unten spielen muss und die also oben ist. Und das müsst ihr euch vor jedem Mal, wo ihr die Blockflöte in die Hand nehmt, klar machen, weil das geht ganz ruckzuck, dass man aus Versehen falsch rumspielt und es nicht merkt. Also, die linke Hand wird später hier mit dem Daumen das Loch zumachen und die rechte hat kein Loch und den Daumen, den habe ich so hinten liegen zwischen diesen beiden Löchern hier für diese beiden Finger ungefähr und lege, wie gesagt, die Blockflöte wie ein Kissen, wie auf ein Kissen auf meine Lippe und dann kann ich damit die Blockflöte festhalten. Feste ist es aber nicht. So, und da das ein bisschen komisch wäre, so zu spielen, geht die Luft ja raus, mache ich einfach zu. Aber ohne zu pressen und vor allem nicht mit den Zähnen hier drauf beißen. Ja? Also die Blockflöte ist vor den Zähnen im Mund. Und eure Zunge bleibt hinter den Zähnen. Das werden wir gleich noch sehen, wozu die Zunge wichtig ist. Ja, und wenn ihr das hinkriegt, so mit Mund zu, ich rede jetzt natürlich, dann könnt ihr so mal vorsichtig durch euer Zimmer gehen und dann mal auch darauf achten, ob ihr nicht schief seid im ganzen Körper und vielleicht irgendwo kompensiert, dadurch, dass ihr die Flöte ganz locker hier halten wollt, dann seid ihr vielleicht irgendwo schief. Ja, also darauf mal achten und dann so ein bisschen rumspazieren und dann auch wieder locker lassen und die Flöte einfach in die Hand nehmen oder weglegen und alles hängen lassen, weil wenn man was ganz am Anfang richtig doll gut machen will, dann kann man sich schon mal irgendwo verkrampfen. Und der Effekt von dieser Haltung der Blockflöte ist, dass eure Finger später ganz locker und unbeschwert alle Töne greifen können, wobei greifen hat immer so was mit Festhalten zu tun, also einfach die Löcher schließen können, sage ich mal. Und da sind wir schon beim nächsten Thema, nämlich die Haltung eurer Finger. Also ich zeige das hier schon so, es wäre super, wenn ihr die linke Hand, die gleich unseren ersten Ton spielen darf, schön so rundet, hier zwischen Daumen und Zeigefinger, dass sie dann so an die Flöte rangeht, als ob ich hier eigentlich noch eine Flöte, locker noch eine Flöte durchschieben könnte. Ja, jetzt habe ich es auch ein bisschen schief, weil ich die andere Hand benutzen will. So, ja, dass es schön offen bleibt und eben nicht gequetscht. So, dann könnt ihr mal die Flöte halten. Erst nochmal so, Schultern hängen lassen. Und jetzt mit dieser lockeren Hand hier nicht gucken, nur fühlen, wo das Daumenloch hinten ist. So, und da legt ihr so ein bisschen mit der Ecke hier den Daumen drauf, so mit dieser, nicht so gerade und auch nicht so, sondern mit der Ecke. Fühlt aber nur, wo das Daumenloch ist. Und dann dürft ihr gucken, dass euer zweiter Finger, hier der Mittelfinger, auf das zweite Loch geht. Und jetzt könnt ihr nochmal in den Bauch einatmen, ohne die Schultern zu heben und dann mal blasen durch die Flöte. Und am Schluss einfach den Mund wieder auf. Okay, das reicht schon, dann lasst die Flöte mal wieder runter. Wir köpfen sie jetzt und benutzen nur das Kopfstück. Und jetzt kommt nämlich das, was ich eben erzählt habe mit der Zunge zum Einsatz. Die Zunge brauchen wir zum Artikulieren. Nicht nur beim Sprechen, sondern auch beim Flötespielen. Und zwar, indem ich einfach bestimmte Silben flüstere eigentlich. Ich nehme jetzt mal die einfachste, nämlich dü, dü, dü. Ja, das könnt ihr jetzt mal so probieren. Ihr flüstert es nur, also ohne Stimme. Und dann kommt, ich sage bei Kindern immer, der Zug in den Tunnel gefahren. Und das Gleiche macht ihr ein paar Mal. Und dann könnt ihr das mal so üben,
dass der Zug stehen bleibt im Tunnel. Ja, und jetzt probiert das mal gleich mit der Flöte im Mund drin. Und dann könnt ihr variieren mit der Länge der Töne. Ihr könnt die mal ganz lange machen, vielleicht nur einen langen Ton. Oder ganz viele schnelle. Gut, dann baut eure Flöte wieder zusammen und probiert das jetzt mal mit diesem Ton, den wir eben gespielt haben. Aber alles der Reihe nach. Erst noch mal gut stehen, die Flöte auf die Unterlippe und den rechten Daumen. Alles andere locker flockig. Und dann die linke Hand dazu. Ihr habt jetzt den Mund zu, ja, ich kann das ja schlecht. Hinten fühlen, wo das Daumenloch ist. Nicht drücken, ganz locker. Und den zweiten Finger drauf. In den Bauch einatmen. Und dann spielt ihr nicht Hü, sondern Dü. Falls es jetzt bei euch so klingt oder dann habt ihr irgendwo einen Finger nicht an der richtigen Stelle. Ich sage extra nicht richtig drauf, weil wenn ihr jetzt versucht, richtig drauf zu machen, macht ihr vielleicht fester drauf und das bewirkt genau das Gegenteil. Ebenso wenig nutzt es euch, wenn ihr jetzt die Flöte nehmt und guckt, okay, wo muss denn der hin? Hier. Dann habt ihr es vielleicht drauf und dann dreht ihr rum, macht alles bereit und dann ist er wieder verschoben. Ihr müsst es fühlen, ob eure Finger auf dem Loch drauf sind. Und jetzt machen wir mal mehrere Töne. Alles mit so, das klingt also schon ein bisschen deutlicher als so blasen ja Kinder oft rein am Anfang. Einfach, wenn es ihnen nicht gesagt wird. Wenn ihr das auch mit eurem Kind von der ersten Sekunde des Blockflötenspielens an tut, ist es gar kein Problem. Dieser Ton heißt C, den wir jetzt gemacht haben. Und wenn ihr das C geschafft habt, dann könnt ihr mal das A probieren. Da liegt auch dieser Finger drauf. Das könnt ihr natürlich auch öfters machen. Ja, und dann geht's mal hin und macht euch Platz in eurem Zimmer. Jetzt könnt ihr mal eure zwei Töne, die ihr schon kennt, C und A, könnt ihr jetzt durch das Zimmer tragen. Also achtet nochmal drauf, gute Körperhaltung, dass ihr gut steht auf euren Füßen und dass ihr rechts die Flöte haltet plus Lippe. Und dann fangt mal ruhig mit dem C an, das ist ein bisschen einfacher als mit dem A. Und dann geht ihr durch das Zimmer mit aufrechter Haltung, ganz ruhig und so, dass euer Ton nicht wackelig klingt, also nicht sowas, sondern möglichst gerade. Und falls ihr jetzt das Dü zu Anfang vergessen habt, dann macht es nochmal mit dem Dü. Ihr könnt sogar beim Gehen mehrere Düs spielen, also dieses hier. Und das eben beim Gehen weitermachen. Mit diesen beiden Tönen könnt ihr jetzt schon Liedchen erfinden selbst. Oder und das macht ihr alles mit der Zunge dazu, die hinter den Zähnen bleibt, genau wie beim Sprechen. Aber es kommt manchmal vor, dass Menschen hier an der Flöte das Dü machen wollen. Dü, dü. Und das hat nichts, die Zunge hat nichts zu suchen an der Blockflöte. Ja? Die Blockflöte bleibt vor den Zähnen und die Zunge dahinter.
Jetzt könnt ihr noch einen dritten Ton dazu spielen, wenn ihr ganz fleißig seid, bei dem sich auch bemerkbar machen wird, ob ihr die Flöte gut haltet, nämlich entspannt, ohne mit den Fingern zu drücken und hier nochmal dran denkt. Ja? Ihr fangt nämlich genau an wie beim C eigentlich. Ich lege die Flöte jetzt mal ans Kinn, dann kann ich besser sprechen. Rechte Hand hält, Lippen halten, die Unterlippe eigentlich. Und die linke kommt hinzu, fühlt ihr Daumenloch. Wir machen jetzt erstmal das C. So, und dann nehme ich den Daumen hinten einen halben Zentimeter weg vom Loch. Nur ein kleines bisschen. Und das ist schon das D. Das ist noch ein neuer Ton. Also das D ohne Daumen, sage ich immer bei Kindern. Könnt ihr euch so merken. Aber es ist jetzt, glaube ich, nicht so wichtig, dass ihr euch die Tonnamen super gut einprägt, sondern ich würde anfangen damit, dass ihr darauf achtet. Körperhaltung, Flötenhaltung, ruhigen Atem, tief einatmen und die Artikulation, das Dü. Wenn ihr das schon hinbekommt zu Anfang, dann habt ihr schon eine ganz tolle Grundlage und es geht beim Blockflöte-Spielen nicht darum, so schnell wie möglich alle Löcher zumachen zu können, sondern es kommt immer darauf an, wie ihr spielt. Genauso bei der Geige, ich vergleiche es mal wieder, geht es auch nicht darum, dass ich kann überhaupt nicht Geige spielen, aber alle Lagen und Griffe und alles kann, sondern dass man die ersten 2 Töne, 3 Töne, die man vielleicht spielt, richtig schön sauber spielen kann und den Bogen richtig führt. Und so ist es bei der Blockflöte eben auch. Damit könnt ihr wieder selbst eure Liedchen erfinden. Ich möchte euch extra keine Lieder jetzt vorgeben, weil das wirklich um die Basics jetzt geht, die ihr richtig schön verinnerlichen könnt, wenn ihr erstmal möglichst ohne Noten das Ganze macht. Also ihr könnt euch was ausdenken, zum Beispiel. Oder was Kreativeres. Behaltet gut im Gedächtnis, aller Anfang ist schwer und der Anfang auf der Blockflöte ist richtig, richtig schwer, gerade weil die Blockflöte oft so ein bisschen ins Lächerliche gezogen wird, unzurecht natürlich. Denkt man auch, Blockflöte spielen kann jeder und das lerne ich mal eben, ist genauso schwierig wie jedes andere Instrument. Also ich wünsche viel Erfolg beim Ausprobieren und beim Üben und sage Tschüss bis nächsten Freitag.